Ja, Herr Juncker, unser letztes Treffen war ja, ich sag mal, keine Liebe auf den ersten Blick, von ein paar Erinnerungslücken überschattet, damals bezüglich des Krecké-Reports, wo Ihnen auch die Praxis der Steuervorbescheide in Luxemburg geschildert wurde. Deswegen will ich mich auf die Zukunft konzentrieren. Sie kommentieren ja in Ihrer Eigenschaft als EU-Kommissionspräsident doch des Öfteren, so bescheiden sind Sie ja nicht, die Angelegenheiten von EU-Mitgliedstaaten. Und deswegen möchte ich Sie fragen, ob Sie hier heute in Ihrer Eigenschaft als EU-Kommissionspräsident Luxemburg, und es geht nicht nur um Luxemburg, auch die anderen EU-Steueroasen dazu auffordern, uns als Ausschuss ungeschwärzt die Dokumente der Code of Conduct Group zur Verfügung zu stellen. Denn wenn es stimmt, was Sie sagen, dass es in der EU keine Steueroasen gibt, wenn die Gesetze alle richtig umgesetzt werden, dann haben die ja im Prinzip auch nichts zu verstecken. Dennoch will ich Ihrer Erinnerung noch mal auf die Sprünge helfen, denn bei der Zinsrichtlinie war es durchaus so, dass Luxemburg sich auch für eine Ausnahme stark gemacht hat unter Ihrer Ägide, die es dann eben erlaubt, als Gebietsansässiger der EU ein Konto über eine juristische Person zwischenzuschalten von irgendeinem Offshore-Paradies, und so entgeht man der Zinsrichtlinie. Weshalb haben Sie sich damals für diese Ausnahme stark gemacht? Zweitens haben Sie im Taxe-Ausschuss damals gesagt, Sie hätten nie direkt Steuerangelegenheiten diskutiert. Nun wissen wir von Dokumenten des Internal Revenue Service aus den USA, dass Sie sich zwischen dem 9. und 12. September 2003 mit Steuerverantwortlichen von Amazon 4 Personen getroffen haben, unter anderem Bob Comfort, der mittlerweile Anschlussverwendung als Honorarkonsul von Luxemburg in Seattle gefunden hat. Und ich möchte Sie gerne fragen, was Sie bei diesem Treffen besprochen haben, die gute Luxemburger Küche oder tatsächlich auch Steuerpolitik. Abschließend, der Finanzsekretär von Madeira hat uns hier berichtet, dass im Januar 2012 der Botschafter von Luxemburg auf Einkaufstour gewesen wäre in Madeira mit einer Liste von Unternehmen, die nach der Erhöhung des von der Kommission bewilligten Nullsteuersatzes auf 5% drohten abzuwandern aus Madeira, und er wollte die nach Luxemburg bringen. Machen das die Botschafter von Luxemburg in Portugal so auf eigene Faust, oder gab es dahinter einen Regierungsauftrag, denn ein Botschafter ist ja in der Regel nur ein Diplomat? Und abschließend möchte ich wissen, wie Ihnen, Herr Krecké, die Seite, die Sie mir mittlerweile übermittelt haben, ich durfte ja auch nicht im Keller mit Ihnen suchen, was ich zutiefst bedauere, wie er die Ihnen übermittelt hat, per E-Mail, per Learjet oder persönlich. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Fragen. Bitte schön, Herr Präsident. Sie machen auf einige Sie störende Erinnerungslücken aufmerksam. Und Ihre Einlassung von heute erlauben es mir nicht, diese Erinnerungslücken für Sie zufriedenstellend zu schließen. Weil ich weiß nicht, wann, wie und wo Herr Krecké mir dieses Papier, diese Seite hat zukommen lassen. Wenn es Sie aber umtreibt, dann werde ich mich mit ihm noch einmal ins Benehmen setzen, um herauszufinden, auf welchen verschlungenen Wegen diese Seite dann letztendlich in meinen Besitz gelangt ist. Aber wichtig ist ja, dass Sie die Seite haben, und nicht wichtig ist nicht der Weg, wie die Seite zu mir gefunden hat. Von mir hat sie jedenfalls zu Ihnen gefunden. Das war ja wohl Sinn und Zweck Ihrer Einlassungen zu dem Thema. Ich habe nicht gesagt, dass ich nie mit anderen über Steuerfragen geredet hätte. Ich habe nur gesagt, ich hätte mich nie um die konkrete individuelle Besteuerung einer Firma gekümmert. Das habe ich auch nicht gemerkt. Wenn Sie im Ausland sich aufhalten, dann kriegen Sie Fragen dieser Art gestellt. Wir wären als Luxemburg sehr daran interessiert, Amazon nach Luxemburg zu bringen. Das streite ich überhaupt nicht ab. Aber ich habe keine konkreten steuerlichen Vereinbarungen getroffen, weil das ist nicht des Amtes des Finanzministers, der ich damals auch nur noch in kleinen Umrissen war, weil ich war für alles, was Finanzplatz und so anbelangt, eigentlich nicht der zuständige Minister. Also habe ich Fragen beantwortet. Aber ich habe nie konkrete steuerliche Maßnahmen mit einem Betrieb verabredet, weil dafür ist die Steuerverwaltung zuständig und nicht die Regierung. Das ist ein eisernes, ehrendes Prinzip in Luxemburg, aber nicht überall in der Europäischen Union. Tax Rulings zum Beispiel werden in Luxemburg von der Steuerverwaltung verhandelt und veranlasst. In anderen Staaten ist es der Finanzminister selbst. Sie müssten sich ein bisschen kundig machen in der Frage. Ich kann Ihnen da aber gerne noch fehlende Papiere zukommen lassen, wenn Sie die. Herr Juncker, der Botschafter von Luxemburg ist so nicht Teil der Steuerverwaltung, richtig? Bitte? Der Botschafter von Luxemburg in Portugal ist nicht Teil der Steuerverwaltung. Der Finanzminister in Luxemburg ist auch nicht Außenminister. Und die Diplomaten unterstehen nun mal der Weisungsgewalt des Außenministers. Ich kann mir im Übrigen nicht vorstellen,
dass der luxemburgische Außenminister Herr Asselborn den luxemburgischen Botschaft in Portugal beauftragt hat, Firmenabwerbungen in Madeira vorzunehmen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen, was das war. Ich habe das auch gelesen, gestern oder vorgestern im luxemburgischen Parlament liegt eine Frage vor an den Außenminister, der befindet sich zurzeit am anderen Ende der Welt. Wie so oft, wenn er zurückkommt, wird er diese Frage beantworten und das ist dann Sache der Regierung, dies aufzuklären. Ja, vielen Dank. Aber durch Sie weiß ich jetzt wenigstens, dass ich im Dezember 2003 in Washington war. Das wusste ich nicht mehr. Okay. Als nächster für die Grünen Sven